Heute Morgen besuchen wir den Holiday Park und was wir da alles genau erleben, das seht ihr nach dem Intro. Ja, wir sind schon angekommen. Im Hintergrund könnt ihr schon hier den Holiday Park hinter mir sehen. Es wird heute sehr, sehr voll werden, denke ich mal, denn es ist Late Night. Das bedeutet, der Park hat heute bis um 22:30 Uhr geöffnet. Und nicht nur das, ein ganz besonderes Event ist heute noch, denn das Wikiland wird offiziell eröffnet. Und ja, ich bin vom Holiday Park eingeladen worden, möchte mich da jetzt an dieser Stelle auch nochmal dafür bedanken. Vielen, vielen Dank. Ja, was es alles zu sehen gibt, das seht ihr natürlich dann jetzt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier auch Bodenmarkierungen, ähnlich wie im Disneyland Paris. Da, wo die roten Pfeile sind, da dürft ihr euch nicht aufhalten. Das heißt, ihr müsst immer weitergehen. Und da, wo grüne Punkte sind, da dürft ihr stehen bleiben, wie hier in dem Fall. Ihr könnt es hier schon im Hintergrund bei mir sehen. Hier müssen wir uns jetzt anstellen. Heute ist das Grand Opening vom Wikiland. Es hat ja jetzt schon ein bisschen länger auf und es gab ja auch ein paar Probleme. Ich bin mal gespannt, wie heute alles läuft und wie der Tag heute so abläuft, was alles so geplant ist. Aber das werdet ihr alles ganz genau in den nächsten Minuten hier in diesem Vlog erfahren. So, ja, wir sind jetzt im Park drin und haben ein Bändchen bekommen. So, Moment, ist mir fast die Tasche runtergefallen. Wir haben ein Bändchen bekommen, so dass wir dann gleich Zutritt zum Wikiland haben und auch einen Plan, den könnt ihr hier sehen. Da ist das Wikiland und der komplette Holiday Park drauf. Und es gibt auch ein Programm, also um 11:30 Uhr geht es los mit einem Empfang im Wikiland. Dann um 13 Uhr ist dann die offizielle Eröffnung und um 13:15 Uhr ein Walking Dinner im Wikiland. Also was das genau ist, das weiß ich noch nicht, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns jetzt mal an, ja, was es denn hier so Neues gibt im Holiday Park in Hasloch. Tja, man könnte meinen, ich würde hier an der neuen Cars-Attraktion stehen im Disneyland, aber bin ich natürlich nicht. Hier im Hintergrund könnt ihr die Holiday Indoor Halle sehen und auch so einen Truck von RPR1, denn irgendwas ist heute hier noch im Park, also nicht nur Late Night, also der Park hat heute bis 22:30 Uhr geöffnet, nicht nur das VIP-Opening für Wikiland, sondern auch RPR1 hat sich hier positioniert. Was das genau ist, weiß ich auch noch nicht, aber das will ich auf jeden Fall noch in Erfahrung bringen. Viele Leute ist natürlich die Expedition GeForce das absolute Highlight hier im Park. Für mich persönlich ist es überhaupt gar nichts, weil die ist mir viel zu hoch, die ist mir viel zu schnell, geht viel zu steil nach unten. Also ich bin eher so Typ Big Thunder Mountain oder Colorado Adventure, das geht noch klar, aber Taron vielleicht auch mal. Aber alles andere, was so hoch ist, auch wie die Silverstar im Europapark, das ist so gar nichts für mich. Aber ja, was kann ich noch sagen? Es verteilt sich im Moment jetzt hier ganz gut. Zuerst habe ich gedacht, es würde viel, viel voller werden, aber mal sehen, wie sich das über den Tag entwickelt, weil der Park hat ja auch ziemlich lang geöffnet. Für diejenigen, die überhaupt gar nicht wissen, wo das Wikiland hier im Holiday Park gelegen ist, das findet ihr genau da, wo der Stern ist. Ich versuche da mal ran zu zoomen. Da könnt ihr das sehen. Hier vorne ist der Eingang, da geht es ja rein. Dann haben wir hier die Holiday Indoor Halle, Dino Splash und dann ist hier direkt das Wikiland. Ja, im Moment sitze ich immer noch hier vor dem Eingang der Expedition GeForce und warte, dass die zurückkommen und dann geht es mal zum Eingang des Wikilands, um zu schauen, ob da schon irgendwas ist, weil es geht ja jetzt auch schon in einer halben Stunde los. Ich stehe jetzt hier im neuen Wikiland. Hinter mir seht ihr schon den Empfang, der jetzt gleich um 11:30 Uhr losgeht. Und ich drehe mich jetzt einfach mal. Da seht ihr die große Welle. Da ist auch schon ein riesengroßer Andrang. Also sehr, sehr viele Leute stehen da im Moment an. Und da hinten ist auch noch Wikisplash. Das ist im Moment noch außer Betrieb. Bin mal gespannt, ob es das später nochmal gibt. Oder ob es noch läuft. Ich zeige euch natürlich jetzt dann gleich mal, was denn hier so abgeht. Ne? Was hier für eine Präsentation dann stattfindet und so. Natürlich nicht die komplette dann, immer nur so ein paar Ausschnitte davon. Aber um euch so einen kleinen Eindruck davon zu vermitteln, was der Holiday Park sich hier in Hasloch hingestellt hat. Das sieht wirklich sehr, sehr toll aus und ist sehr, sehr schön thematisiert. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. So,
wir stehen jetzt drin und wir haben so einen ganz, ganz tollen Wikingerhut bekommen. Der Moritz und Steffi sind auch da. Die haben den schon mal angezogen. Und ja, es gab auch was zu trinken. Oder es gibt was zu trinken. Ich würde jetzt dran riechen. Wir stoßen gleich an, wenn die Kamera aus ist. Ja, wie es weitergeht, das seht ihr dann gleich. Es ist jetzt kurz vor 1 und ja, es geht jetzt dann gleich los mit der offiziellen Eröffnung. Wir haben hier schon lecker was getrunken, so ein Cocktail, der ist jetzt weg, ne? Jetzt haben wir ihn nicht mehr. Wir trinken einfach nachher noch einen, dann zeigen wir euch den dann nochmal. Hinter uns waren auch eben gleich schon mal so ein paar Wikinger zu sehen, die sind aber wieder weggelaufen und es ist ein bisschen Nebel jetzt mittlerweile da hinten. Also was es nachher zu sehen gibt, ich bin sehr, sehr gespannt, aber das werdet ihr dann gleich sehen. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu unserer Veranstaltung hier zur Eröffnung des Wikilandes. Mein Name ist Bernd Beitz, ich bin Verwaltungsleiter hier im Holiday Park und neben mir steht der Geschäftsführer des Holiday Parks und der Geschäftsführer der Plopsa-Gruppe, Steve van den Kerkhoff. Thank you, Bernd. You are much more than my Verwaltungsleiter. You are really important for what we are doing in Germany. Let's call it like this. I'm happy to be here for a very special moment today. Ja, Steve freut sich, dass heute zu einem sehr besonderen Ereignis hier im Holiday Park ist. But I also have a double feeling and I have to talk a little bit about because when you hear what happened with the water the last days in this region and also yesterday when I was visiting Plopsaco where we lost almost half of one of our parks, it's really terrible and it's a little bit a real contradiction. Ja, wir stehen heute natürlich mit sehr gemischten Gefühlen hier, wenn man die Medien verfolgt hat in den letzten Tagen und was mit dem Unwetter und mit dem Hochwasser passiert ist, sowohl hier in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, aber auch in Belgien, wo wir fast einen halben Park verloren haben durch die Unwetter jetzt der vergangenen Tage. Also wir stehen mit sehr gemischten Gefühlen heute hier. Let's hope it all will be very fast again, okay? Ja, wir hoffen natürlich, dass in den Regionen, die betroffen sind, möglichst schnell wieder der Alltag einkehren kann. And let's start with celebrating some very special things today. Ja, aber lasst uns heute mal damit beginnen, ein paar sehr besondere Momente für den Holiday Park zu feiern. But we are not going to do this without, of course, the presence of the one and only, the real Vic and Halvar. Ja, das können wir natürlich nicht machen ohne die Anwesenheit von den echten Vicky und Halvar. Hello Vic, a COVID handshake. Hi Halvar. Hallo Vicky, hallo Halvar. Herzlich willkommen bei uns auf der Bühne. Nice that you are willing to help us. Also going to celebrate 50 years Holiday Park. Ja, wir feiern also nicht nur, wir feiern 50 Jahre Holiday Park. It's even very, very impressive that every year we win again prizes with GeForce as one of the best non-looping coasters in the world. Ja, und dann hat er GeForce eröffnet, jeder kennt GeForce, weltweit bekannt und auch uns überrascht es noch, dass wir immer noch jedes Jahr Preise gewinnen als eine der besten Achterbahnen, Startachterbahnen ohne Looping in der ganzen Welt. So let's celebrate today also 20 years GeForce! 20 Jahre GeForce! So
let's open in a very official way our fourth project of today. Congratulations, Vic and Halvar, with your Vikiland! Glückwunsch zum Vikiland! Tja, ihr habt es gehört, das Wikiland ist jetzt offiziell eröffnet. Die große Welle und Wikisplash haben aufgemacht. Ja, Vicky war selber auf der Bühne, ihr habt es gesehen, und auch der Geschäftsführer von Plopsa. Und es wurde angekündigt offiziell, dass es bald hier ein Hotel geben wird und einen Wasserpark. In 2 Jahren soll es dann vielleicht schon soweit sein. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt und wir werden uns jetzt auf jeden Fall hier etwas zu essen nehmen, denn es soll jetzt ein schönes, großes Mittagessen geben. Darauf freuen wir uns schon sehr. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf weitere Einträge. Natürlich gibt es auch etwas zu essen. Ach hier, da ist nochmal Halvar mit Vicky. Da. Es gibt Pulled Pork Burger mit Pommes. Die Steffi hat, was ist es? Ich weiß es nicht. Es ist Hühnchen, glaube ich. Hühnchen, Krabbenchips. Es sieht sehr gesund aus. Ja, Nachos. Hier ist noch ein bisschen Blumenkohl übrig, den wollte keiner. Und natürlich gibt es was zu trinken. Ja, wir lassen es uns jetzt mal gut schmecken. Guten Hunger. Danke. Wir haben uns jetzt hier mal ein schattiges Plätzchen gesucht, weil die Sonne ist jetzt rausgekommen und in der Sonne ist es tatsächlich sehr, sehr warm. Ja, Steffi, Moritz und Sven sind auch noch da. Wir sind jetzt eigentlich voll gegessen, oder? Aber Eine Erdbeersuppe geht. Entschuldigung, gibt es noch Erdbeersuppe? Okay, danke. Ja, Dankeschön. Vielleicht gibt es ja noch eine Erdbeersuppe. Ja, das war die Eröffnung vom Wikiland. Es hat wirklich mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an den Holiday Park für die Einladung. Und ja, ich bin bei der Attraktion nicht gefahren, weil ich ja hier am Film war. Und im Moment fliegen hier lauter Ameisen rum. Aber wir haben ja noch, ich glaube, es sind gerade erst 16 Uhr durch oder 17 Uhr. Und der Park hat ja noch länger geöffnet, bis um 22:30 Uhr heute Abend. Und ja, mal schauen, was der Tag noch so bringt.
aus der Burg Falkenstein. Und die Burg Falkenstein ist ja für viele Leute, die hier in den Holiday Park kommen, glaube ich, ein Muss. Das ist so wie Geisterrikscha fahren im Phantasialand. Einmal bei jedem Besuch muss man es auf jeden Fall machen. Mir gefällt es noch immer und es ist auch so eine Kindheitserinnerung, weil die Burg Falkenstein bin ich als Kind auch schon gerne gefahren. Und gefühlt hat sich seitdem auch überhaupt gar nichts geändert. Solange bis ihr den ersten Überschlag erreicht. In dem Moment müsst ihr die Position halten, nach oben, nach unten. Ihr könnt zu jeder Zeit die Rotationsbewegung der Kommode stoppen, indem ihr die Füße an alle Stellen bringt oder sie loslässt. Hoppa. Das war unser Tag hier im Holiday Park in Hasloch. Wir sind hier gewesen, um die Eröffnung vom Wikiland zu feiern. Das hat sich wirklich gelohnt. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Nochmal vielen Dank an den Holiday Park für die Einladung. Beim nächsten Mal werde ich euch auf jeden Fall noch viel, viel mehr zeigen hier vom Holiday Park. Der Holiday Park ist wirklich ein sehr, sehr schöner Park. Und wenn ihr noch nicht hier wart und die Chance habt, hier runterzufahren, dann auf jeden Fall mal besuchen. Das ist wirklich eine Reise wert und definitiv ein richtig schöner Familienpark. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr mich vielleicht abonniert oder sogar die Glocke aktiviert, damit ihr gar kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns ganz, ganz, ganz bald wieder und zwar, ich glaube, in Disneyland. Und ja, habt noch einen schönen Tag.